willkommen. Schön, dass Sie sich die Mühe gemacht haben zum Vortrag über Künstliche Intelligenz in der Gesichts- und Lebenderkennung. Sie sind hier in den Räumen der BioID GmbH, also BioID, komisch, ne? Biometrisch auf Deutsch und ID auf Englisch. Wir haben uns selbst daran gewöhnt. Wir sind eine kleine, aber feine Truppe von so ungefähr 15 Leuten. Dieses Bild wurde aufgenommen nach der letzten langen Nacht der Wissenschaft, noch vor Corona 2019, und zwar wohl gesagt also um 1:30 in der Früh. Und da sieht man vielleicht alle hoch motiviert bis in die Haarspitzen, selbst wenn sie nicht mehr viele haben. Wir sind entstanden 1998 aus dem Fraunhofer-Institut. Dem Fraunhofer-Institut IIS in Erlangen-Tennelohe. Da gab es damals im Wesentlichen so 3 Gruppen. Das war ganz am Anfang. Das war die Gruppe für Künstliche Intelligenz, da war ich mit dabei. Es gab eine Gruppe, die hat Röntgentechnik gemacht. Es gab eine Gruppe, die war ganz komisch, die hat irgendwas mit Audiokodierung gemacht, das haben wir nicht verstanden. Aus der letzten Gruppe ist MP3 geworden, aus der vorletzten ist das EZRT, Röntgeninstitut in Fürth geworden, und aus der ersten ist das geworden, wo Sie jetzt hier sind. Also, falls man sich ab und zu fragt, was diese Forschungsgelder überhaupt bewirken, wo die da hingehen, macht manchmal Sinn. Am IS auf jeden Fall. Ich möchte im Wesentlichen erzählen über Gesichtserkennung natürlich, und zwar auch, wie das früher gemacht wurde und wie man es heute macht, wobei heute, wie es in den letzten 10 Jahren eigentlich entstanden ist, und dann vor allem jetzt die Revolution mit Deep Learning, die wir jetzt haben. Und möchte da eben auch insbesondere hier auf nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile eingehen. Wie haben wir es früher gemacht? Das war 1895. Alphonse Bertillon, war Angestellter bei der Kripo in Frankreich. Der war Anthropologe. Anthropologen vermessen das Leben, insbesondere den Menschen. Der hat also tatsächlich sich Verbrecherkarteien geschnappt und hat da vermessen. Unter anderem hat er den Augenabstand vermessen und die Nasenlänge und die Kopfhöhe und die Kopfbreite und natürlich auch die Gesamtlänge des Menschen. Und aus all diesen Zahlen hat er sich etwas gebildet, was man Bertillonage letztendlich nannte. Das waren, glaube ich, 11 solche Werte. Und anhand dieser 11 Werte konnte er Verbrecher oder Menschen eindeutig identifizieren. Und das ging ziemlich gut. Er hat es bewiesen, indem er 100 Verbrecherkarteien genommen hat, und die waren eindeutig. Ist also eine Teststichprobe in der Größe 100. Auf solche Zahlen werde ich dann später nochmal zu sprechen kommen, wie groß die heute sind. Das wurde eingeführt, das wurde sogar weltweit eingeführt. Also insbesondere die Amerikaner haben das auch mit übernommen, diese Bertillonage. Und in Amerika ist es dann passiert 1903, dass jemand eines Mordes überführt wurde, aufgrund dieser 11 Kennzahlen, und der war es aber nicht. Der hatte nur praktisch die richtigen 11 Zahlen, aber er war es nicht. Und das hat den ziemlich viel Mühe gekostet, das nachzuweisen, dass es nicht war, aber er war es wirklich nicht. So, und seitdem hat man dann doch ein wenig gezweifelt, ob das so funktionieren kann, und hat das Ganze eigentlich relativ schnell wieder vergessen. Es kam dann der Fingerabdruck, nicht nur in Frankreich, sondern weltweit. Bis heute ist eigentlich mit der Fingerabdruck mit so das Eindeutige, was man nimmt, obwohl unter uns Gesichtserkennung mittlerweile genauer geworden ist. Jedenfalls, das waren die Anfänge. Und das ist der Grund, warum ich hier einen Kreuzzug führe, um zu erklären, dass es nicht der Augenabstand ist. Also Sie hören bestimmt schon immer mal wieder, wie erkennt man, was sind die Merkmale vom Gesicht? Na, der Augenabstand. Der Augenabstand in einem Pass ist seit 2009 60 Pixel. Ist so definiert, die ICAO, die International Civil Aviation Organization, die kümmert sich um den weltweiten Luftbetrieb, hat ein für alle Mal festgelegt, wo diese Augenkoordinaten zu liegen haben. Das sind sogar die Pixelkoordinaten. Ne? Und hat gesagt, der Augenabstand in jedem dieser elektronischen Passfotos hat gefälligst 60 Pixel zu sein. Also ist der Augenabstand eines jeden Menschen im Ausweis gleich. Und damit kann er unmöglich ein Kriterium dafür sein, wer dieser Mensch ist. Das war 2009. Wir haben mittlerweile, also jetzt vor einer Woche wurde bestimmt, dass die Deutschen jetzt Vorreiter werden und aus den 60 300 machen. Also damit wirklich mal hochauflösende Fotos gemacht werden. Aber ist ja wurscht, die sind trotzdem gleich, ne? Konstant, Augenabstand ist es nicht. Insofern, muss ich mal erklären, wie es heutzutage geht. Ich muss vorwarnen, ich war in der Fraunhofer und da gab es scherzhaft eine Vorgabe für einen guten Vortrag. Bisschen scherzhaft, bisschen ernst. Der hieß, ein guter Vortrag ist ein guter Drittelmix aus
einem Drittel total trivialen, einem Drittel gut fundierten und einem Drittel total unverständlichen. Und dem letzten Drittel wenden wir uns jetzt zu. Ich bitte Sie aber durchzuhalten. Wir machen jetzt mal 5 Minuten Crashkurs Bildverarbeitung, aber dann verstehen wir alles. Digitale Bildverarbeitung. Man verwandelt Bilder vom Analogen ins Digitale, indem man sie einfach digitalisiert, also in Einzelpixel unterteilt. Jedes einzelne Pixel, wir schauen uns jetzt mal nur die Graustufen an, wird einfach in eine Informationseinheit gepackt. Da bietet sich das Byte an. Ein Byte sind 8 Bit. 8 Bit, 2 hoch 8 sind 256, können Sie 256 verschiedene Graustufen darstellen. Üblicherweise macht man das so, dass die 0 schwarz ist und die 255 ist ganz weiß und der Rest sind die Graustufen mittendrin. Der Mensch kann, sagt man, maximal ungefähr 200 verschiedene Graustufen überhaupt optisch unterscheiden, also insofern langt es. Wenn man das in Farbe machen möchte, dann macht man genau dasselbe, was ich jetzt so erkläre. Für den Rot, Grün und den Farbraum hat dann also 3 mal diese 255. 255 mal 255 mal 255 sind 16,7 Millionen. Wenn Sie bei Wikipedia nachlesen, wie viele Farben ein Mensch unterscheiden kann, dann steht da maximal 20 Millionen. Also das passt. Ja? Wenn man einen Pixel in so ein Byte unterteilt, dann ist das mindestens so gut wie das, was der Mensch kann. Und dann kann man damit rechnen. Das heißt, jedes Pixel ist einfach nur eine Zahl zwischen 0 und 255 und mit dem kann man rechnen. Und damit kann man digitale Filter machen, und zwar insbesondere Faltungsfilter. Was ist jetzt eine Faltung? Auf Englisch Convolution. Ich zeige es euch mal, was die kann. Eine Faltung wird immer gemacht mit einem Faltungsfilter-Kernel, einem Kern. Das ist sehr häufig ein relativ einfaches, so 3x3 Mini-Bild, also quasi. Wenn das wie in dem Fall überall aus derselben Zahl besteht, dann wird aus so einem Bild, wenn das mit dem Kernel gefaltet wird, so ein Bild. Das ist also gesmooth, ne? Also ein geglättetes Bild. Wenn Sie jemals mit Photoshop oder was weiß ich was, jemals ein Bild irgendwie gefiltert haben, dann ist es ziemlich sicher mit so einer Faltung. Also vielleicht nicht unbedingt mit der, weil das ist die primitivste, die es gibt, sondern mit einem größeren Faltungsfilter. Sie können bei Photoshop ja auch quasi den Radius sagen, wie schwer soll es denn geglättet werden. Es wird aber alles so realisiert. Die Faltung selber geht also mathematisch so. Hier ist dieses Eingangsbild mit all diesen Werten zwischen 0 und 255 und hier ist dieser Kernel, der irgendwelche Zahlen enthält. Man schiebt diesen Kernel jetzt links oben dahin und jetzt macht man ernsthaft dieses minus 1 mal dem 3 plus 0 mal 0 plus 1 mal 1 plus minus 2 mal minus 2. Also jeweils die Komponenten werden miteinander multipliziert und dann werden sie aufaddiert. Und was da rauskommt, ist dann der neue Pixelwert für das gefaltete Bild. So einfach, für einen Pixel. Ja, das haben wir jetzt für den einen Pixel gemacht. Jetzt schiebt man diesen Kernel 1 nach rechts, macht das Ganze wieder und dann kommt da der nächste. Ja, und bis man die ganze Zeile hat und wenn man die da hat, dann geht man die nächste Zeile 1 weiter unten und macht dann das alles. Irgendwann einmal hat man das ganze Bild durch und dann hat man das gefaltete Bild. Klingt aufwendig, ist es auch, aber dafür ist ein Rechner gebaut worden. Also die machen das relativ schnell. Das sehen Sie an Photoshop, das kann man ja teilweise in Echtzeit machen. Wenn man jetzt mal ein bisschen spannendere Faltungsfilter anschaut, der da zum Beispiel, da steht also da die 0, also rechts die plus 1, links die minus 1. Das heißt, ich nehme den rechten Pixel und ziehe den linken Pixel davon ab. Mathematisch ist es xm plus 1 minus xn. Wenn man sich jetzt noch durch Delta t denkt und sich also zurückerinnert, wie das war, 9., 10. Klasse, x2 minus x1 durch Delta t, das ist die Ableitung, das ist die erste Ableitung. Und zwar in dem Fall jetzt in der horizontalen Richtung und wenn man das von oben nach unten macht, das ist die erste Ableitung in der vertikalen Richtung. Und dann kommt aus dem Bild sowas raus. Erste Ableitung, das hat was mit Steigung zu tun und wo die hoch ist, ist die Steigung hoch. Steigung hoch heißt in einem Bild großer Unterschied von einem Pixel zum nächsten. Also da geht irgendwas von dunkel auf hell oder andersrum. Und deswegen kommen da ja so Kantenbilder raus. Und das ist das, was uns Bildverarbeiter interessiert. Weil uns interessiert so eine glatte Stirn oder sowas interessiert uns nicht. Daran können wir Menschen ja nicht unterscheiden. Wenn da eine tolle Falte drin ist, ne, dann wird es spannend. Also wir interessieren uns für die Sachen, wo sich was ändert. Und mit so einem Filter schon extrahieren wir das, woran man letztendlich dann wirklich Bilder erkennt. So viel wieder zum Augenabstand. Ne? Also es sind eher solche Merkmale, die man hernimmt. Um jetzt mal ganz konkret zu werden, hat man sich für solche Filter entschieden. Das sind so ähnliche Sachen. Ne? Also die Filter vorher, die konnten entweder so oder so
Beim Menschen Augenbrauen, ne? Das sind halt so verschiedene Kreide an Kanten drin. Deswegen hat man sich einfach Filter definiert, die ja verschiedene solche Neigungen abbilden und auch verschiedene Größen. Das ist jetzt hier ein Beispiel der sogenannten Gabor Wavelets. Die wurden bis vor ungefähr 10 Jahren praktisch von jedem Hersteller verwendet, weil man irgendwann herausgefunden hat, also so funktioniert es eigentlich am besten. Und worin sich die Hersteller nur unterschieden haben, war eigentlich, wo man die anwendet. Man wendet die nicht auf dem ganzen Bild an. Denn also da oben, da wo es nicht interessiert, weil die Frisur kann sich ändern, das kann jetzt kein Merkmal für den Menschen sein. Es hat sich herausgestellt, es ist natürlich die Augenregion, Nase, Mundregion. Und der Unterschied der Hersteller war eigentlich nur, an welchen Positionen hat man diese Merkmale abgegriffen. Das ist tatsächlich jetzt das, wo wir sie abgegriffen haben, kann man jetzt veröffentlichen, weil wir machen es jetzt nicht mehr so. Damals war das hochgeheim, selbstverständlich. Gut, jetzt habe ich erzählt, wie man es bis vor 10 Jahren gemacht hat. Jetzt sind wir in der Neuzeit, also wie macht man es jetzt? Jetzt macht man es mit Deep Learning. Und keine Sorge, der Zusammenhang kommt noch, warum ich es über die Faltung quälen musste. Man macht es mit DCNNs, das sind Deep Convolutional Neural Networks, das sind halt Faltungsnetzwerke. Ne? Und ich finde, also wenn jemand mal verstanden haben möchte, was dieses Deep Learning sein soll, dann muss man auch verstanden haben, was eine Faltung ist, weil die falten tief, diese Netze. Man nimmt herkömmliche neuronale Netzmethoden, mit herkömmlich meine ich die, die schon in den 80er Jahren in der zweiten Welle der KI erfunden wurden, nimmt die allerdings her, um hochkomplexe Faltungsfilter zu designen. Und lernen tut man durch Beispiele. Erzähle ich gleich. So ein Deep Learning Netz schaut grob vereinfacht so aus. Da kommt am Anfang das gesamte Bild rein und dann kommt eine Faltungsschicht. Diese Faltungsschicht besteht eben genau aus solchen Faltungskörnern. Die können genau solche 3x3 Dinge sein, wie Sie sie vorher gesehen haben. Die sind allerdings erstmal zufällig vorinitialisiert, also die sind ausgewürfelt, da steht nichts Sinnvolles drin. Was die jetzt machen, ist, die falten mit diesen zufälligen Dingen genau, wie ich vorher gemacht habe, jedes einzelne Pixel. Machen es ein bisschen kleiner und nehmen sich neue Faltungsfilter und falten die wieder. Und machen es wieder ein bisschen kleiner und falten die wieder. Und so wird es immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Tatsächlich sind das, was hier schematisch angezeigt wird, also das kleinste Netz, das wir nehmen, hat 50 von diesen Dingen drin und das größte hat 200. Ganz zum Schluss kommt man auf, machen wir es mal einfach, eine Zahl. Und eine Zahl repräsentiert jetzt einfach die Klasse. Wir reden da von Klassen. Also wenn Sie zwei verschiedene Personen unterscheiden möchten, dann ist das erste die Klasse 0, die Informatiker fängt immer bei 0 an zu zählen, tut mir leid, und die nächste ist Klasse 1. Also dieses Bild da sei Klasse 0, dann hätte da drüben 0 rauskommen sollen, tut es nicht, kann es nicht, weil das sind ja alle zufällig initialisierte Werte. Wenn die einigermaßen ordentlich zufällig waren, dann kommt da ziemlich genau eine 0,5 raus, ne, halt gewürfelt. Und jetzt, also das ist ein Fehler. Dieser Fehler von 0,5, den propagiert man jetzt zurück. Das ist, vielleicht haben Sie schon mal gehört, Backpropagation-Algorithmus, hat man ja Mitte der 80er erfunden. Man schleust einfach diesen 0,5 Fehler in die Schichten zurück und sagt, du musst deinen Koeffizienten da anpassen, damit der hinten 0,5 rauskommt. Und dann muss der den anpassen, damit halt das rauskommt, was der braucht. Ja, und wenn man das einmal durch hat und dann das Bild wieder durchjagen würde, dann hätte man das Bild schon gelernt. Ja, aber nur das eine. Dann muss man ein Bild nehmen von der Klasse 1, also ein Bild von einer anderen Person und dann macht man das Ganze wieder. Und der hat erstmal wieder diesen Fehler und man propagiert ihn zurück. Das macht man jetzt mit all den Menschen, die man eintrainieren möchte. In unserem Fall sind es so ungefähr 1 Million. Also 1 Million verschiedene Menschen werden hier eintrainiert. Wenn man da endlich mal einmal durch ist und wieder anfängt, dann stimmt das natürlich schon lange nicht mehr. Also das ist nicht mehr die Null, weil das hat er schon längst verlernt, ja, durch die anderen Bilder. Also jagt man die wieder durch. Bis das sich einigermaßen so anordnet, dass das dann auch 0 ergibt und die 1 die 1 und so weiter. Und wenn man das hat, dann gibt man mehrere Bilder rein von der Person, weil man will ja nicht nur dieses eine Bild erkennen, sondern die Person in allen Bildvariationen. Das klingt so aufwendig, wie ich es erzählt habe, muss ich sagen. Das wurde damals schon zu Fraunhofer Zeiten angedacht. Man hat mal darüber gedacht, mit einer so eine Faltungsschicht könnte man doch tolle Sachen machen. Das hieß damals Neokognitron. Und ein Kollege von mir hat das gemacht. Und der hat versucht, 2 Klassen einzutrainieren und hat eine Woche gebraucht und mit einem Mini-Bild. Und dann haben wir gesagt, okay, das geht nicht. Das Ganze geht jetzt, weil wir Riesenfortschritte in der Rechnerarchitektur haben und insbesondere bei Grafikkarten. Also diese GPUs, diese Grafikkarten, die eigentlich zum Zocken gedacht waren, ne, für Gamer.
Die sind einfach ideal designt, um genau solche Sachen zu machen, weil es geht nur um Faltung, 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 Faltung und wieder zurück. Das können die perfekt und ja, deswegen haben es die Game Age schwer, die kriegen glaube ich fast keine mehr, weil wir KIler alle Grafikkarten kaufen, die irgendwo auf dem Markt sind. Aber dann geht es. Also solche Millionen Samples, die wir da eintrainieren, das in 4 Tagen bin ich da mit meiner Riesenstichprobe durch und dann habe ich ein gutes Netz. Was machen die Netze jetzt? Wenn man mal wieder nach vorne denkt, so die ersten Schichten und sich die mal anschaut, was denn aus diesen zufällig initialisierten Faltungsfiltern geworden ist, dann schauen die in etwa so aus. Und da sollte jetzt wieder was vertrautes Gefühl eigentlich kommen, weil die schauen doch ungefähr so aus wie die Dinge, die ich am Anfang gezeigt habe, halt, so Kanten halt und tatsächlich Kanten in verschiedenen Richtungen. Also da fühlt man sich dann so richtig wohl, weil das Ding macht, obwohl man nicht so genau weiß, was es tut, macht es irgendwie etwas, was Sinn macht aus der Ingenieurssicht. Ne? Und wenn man dann in tiefere Schichten geht, dann sieht man, ui, da bilden sich ja sogar einzelne Objekte, hier werden also verschiedene Augen quasi repräsentiert oder auch Nasen oder auch Münder und erst ganz hinten werden dann eigentlich die gesamten Bilder repräsentiert. Also wenn man sowas sieht, denkt man sich, okay, vernünftig, tut wohl, was es soll. Ich habe jetzt mal das sind die Original-Kernels, die entstehen, wenn Sie das Ding auf ImageNet trainieren. ImageNet ist eine Datenbank von 1000 verschiedenen Objekten, 1 Million Bildern. Da geht es darum, Hunde von Katzen, von Reifen, von Flugzeugen und so weiter zu unterscheiden. Und wenn das Ding austrainiert ist, hat man also solche Faltungsfilter in der obersten Schicht. Das sehen Sie vor allem von hinten nicht mehr so besonders gut, deswegen habe ich mal 2 spannende rausgesucht. Die finden wir da irgendwo. Nehmen wir mal den da. Das ist eine krumme Banane, die nach der Hälfte aufhört. Und das ist wohl so eine Art Punkt-Impulsantwort, die irgendwo rechts am Rand klatscht. Und da muss ich jetzt mal sagen, ich bin jetzt seit ein paar Jahrzehnten in der Bildverarbeitung tätig. Und da trifft mich das blanke Entsetzen. Weil wenn ein Ingenieur der Meinung ist, dass eine, nicht Banane, sondern Ellipsoide ein wichtiges Merkmal ist, das macht ja Sinn. Also elliptische Dinge können vorkommen bei Menschen, da macht man eine Ellipsoide. Dann definiere ich mir eine Ellipsoide mit ordentlichem Radius, positioniere die in die Mitte und lasse nicht nach der Hälfte aufhören, sondern ziehe ich die durch. So würde ein Ingenieur, ich bin ja eigentlich Informatiker, das designen. Und wenn ich meine, dass eine Punktantwort Sinn macht, dann tue ich den Punkt in der Mitte, und zwar exakt in der Mitte, der ist nicht genau in der Mitte, und dann mache ich ihn auch ganz. Jetzt ist es aber so, wenn ich das mache, bin ich schlechter. Das Ding ist besser. Und da muss man dann einfach mal sagen, ich gebe auf, die können das besser. Der Ingenieur geht irgendwie so mit Verstand ran, das müsste doch gehen. Dieses Ding geht ohne Verstand ran, sondern trainiert einfach diese Millionen an Bildern, die man ihm gibt und findet für diese Millionen von Bildern nur einfach die idealen Faltungsfilter. Das kann ich nicht als Informatiker. Also muss ich sagen, okay, Netz, du hast gewonnen. War für mich tatsächlich auch ein bisschen hart, ne? Nach all der langen Zeit. Und einfach zuzugeben, okay, Netze, ihr könnt das besser. Wie viel besser das ist dramatisch. Ich zeige später noch Zahlen, aber wir reden nur um einen Faktor 100 oder sowas. Es ist nicht so, dass die doppelt so gut sind wie meine Dinger, sie sind 100-mal so gut. Und deswegen gibt es keine Diskussion mehr. Also die Dinger haben gewonnen, also nehmen wir sie. Jetzt kam bestimmt schon mal ein bisschen durch, okay, klingt so ein wenig ohnmächtig, die machen irgendwas, das ist saugut, ich weiß nicht genau warum. Da könnte man Angst kriegen. Ne? Und ich glaube, die Angst herrscht vor momentan. Man weiß nicht so genau, was die machen. Und ja, ist man da ohnmächtig oder ist man es nicht? Man ist nicht ganz ohnmächtig. Es gibt mittlerweile Methoden, woran man im Nachhinein feststellen kann, was hat denn das Ding überhaupt gelernt? Also woran erkennt denn so ein DCNN überhaupt den Menschen? Habe ich jetzt ungelogen bei mir zu Hause so gemacht. Ich habe ein völlig neues Netz trainiert mit dem Bild. Das ist übrigens unsere Bio, die Katharina, unser Model. Und der Dame, die man hoffentlich noch kennt, Lucy Lou, 3 Engel für Charlie, kennt man doch sehr gut. Und dann kann man sich mit diesen GradCam, heißen die Dinger, also Gradient Camera, also es geht immer um die Gradienten, ein hoher Gradient, da tut sich viel. Und dann kann man die in solchen Heatmaps anzeigen. Heatmaps sind per se immer so, je röter, desto wärmer und je mehr so dunkelblau, desto kälter. Also kälter meine ich uninteressanter. Hier ist noch Platz. Und wenn ich mir das angucke, das ist wunderbar, genauso was erwarte ich mir. Also habe ich ja, glaube ich, auch schon mehrmals erzählt. Was da oben ist an Haaren, das darf nicht interessieren. Und was im Hintergrund ist, das darf auch nicht interessieren. Was interessiert, ist eigentlich die mittlere Region des Gesichtes. Also so gesehen kann ich sagen, was immer du gelernt hast, passt. Und bei der Lucy ist ja ähnlich. Ne? Also auch das Uninteressante weg, nur dass man sich hier im Vergleich zur Katharina mehr so auf die Augen konzentriert und auf den Mund.
was stimmt, würde ich sagen. Ne? Das sind ja wohl die Hauptänderungen auch. Also so kann man mal ein bisschen überprüfen, ob das Ding eigentlich halbwegs gelernt hat, was man möchte, oder eventuell was völlig Falsches. Zu dem kommen wir jetzt mal. Ich habe mein Experiment erweitert. Den kennt man, glaube ich, auch momentan in der Kaffeewerbung, Brad Pitt. Den habe ich mit dazu gelernt. Und jetzt gebe ich in dieses Netz mal ein anderes Bild von der Lucy rein. Ist immer noch die Lucy, vielleicht ein Jahr älter oder so, aber ist die Lucy Lu. Also wir erwarten eigentlich, dass dieses tolle Deep Learning Netz hundertprozentig sagt, das ist die Lucy. Und was macht das Ding? Es sagt, das ist Brad Pitt. Und dann fragt man sich schon, warum diese Dinger den Namen Intelligenz verdient haben, künstliche Intelligenz. Also das ist doch Quatsch. Ne? Wie kommt man auf so eine Idee? Und wenn man jetzt diese GradCam-Verfahren hernimmt und das mal untersucht, dann kommt sowas raus. Und dann muss man wieder sagen, okay, hast recht, Netz. Ne? Also wenn ich dem Netz solche Bilder gebe und das einzige Bild mit Krawatte ist der Brad Pitt, dann sucht sich das Netz den Weg des geringsten Widerstandes und sagt sich, wenn da jemand mit Krawatte kommt, ist der da. Ne? Und dann ist halt die Lucy auch Brad. Und das ist das, wo man aufpassen muss. Also die lernen ganz fantastisch diese Netze, aber die lernen das, was man ihnen gibt, und zwar genau das und nichts anderes. Und unser Job, und deswegen habe ich doch noch einen Job, ist es jetzt, die dazu zu bringen, dass sie es richtig erlernen. Auch wenn das Lernen selber jetzt von denen besser gemacht wird als von uns. Aber auf solche Sachen muss man höllisch aufpassen. Ich denke, es hat sich rumgesprochen, dass da die Teslas teilweise in LKWs reinknallen, bloß weil sie eine weiße Laderampe haben. Das ist genau das. Also wenn man vergisst, weiße Laderampen mit einzutrainieren, da passiert so ein Mist. Das sollte überhaupt nicht passieren. Ich glaube, selbst wenn man jetzt in die Uni geht, lernt man über sogenannte Augmentierungsmethoden, dass jedes Objekt, das man nimmt, wird in allen Farben dieser Welt einfach künstlich abgefärbt, umfärbt, damit es ja nicht passiert, dass man wirklich jede Farbe des Objektes hat. Und dass ausgerechnet Tesla das vergessen hat, wirklich schlimm. Also auf sowas muss man aufpassen und das ist unser Job in der Neuzeit. Damit komme ich dazu, was wir hier eigentlich machen mit den Dingen. Wir verbessern die Fehlerrate bei unserer Gesichtserkennung. 2014 noch waren wir mit 5% in der Gesichtserkennung. Das war schon fein gut, gell? Also wir waren eigentlich schon immer mit federführend, mit dem Besten der Welt. Damals war es halt 5% Fehler hatten wir in etwa gehabt. Zur letzten lange Nacht der Wissenschaft, jedenfalls der letzten lebendigen, waren wir schon bei 0,3%, also da hat man schon den Faktor mehr als 10. Und zur letzten Gescheit-Schlau-Veranstaltung durfte ich schon 0,05 verkünden. Und ich habe den Armin gefragt, in internen Experimenten, noch nicht veröffentlicht, wo sind wir denn? Ich darf da jetzt schon 0,01 sagen. Also das geht dramatisch hoch und das steigert sich einfach nur mit der Anzahl von Bildern, die wir haben. Und wir haben Gott sei Dank schon viele Bilder, weil wir seit 98 am Markt sind. Das wird also stetig besser. Und insofern auch hat Gesichtserkennung mittlerweile fast alles überholt. Weil Fingerprint war vielleicht mal besser, ist lange her. Also bei Gesichtserkennung hat man einfach so viele Daten. Das ist unglaublich gut, können Sie mir glauben. Wir verwenden es insbesondere zur ID-Ausweisüberprüfung oder zur Lebenderkennung. ID-Ausweisüberprüfung ist was Besonderes. Das passiert jetzt nämlich immer häufiger, dass man ja sich irgendwo authentisieren möchte und dazu hält man seinen Ausweis in die Kamera und dann auch sein Gesicht. Und die Frage ist dann, ist das eigentlich dasselbe? Und tatsächlich schauen diese Bilder in etwa so aus. Und das ist erschrecklich, ne? Also Bundesadler darüber und so. Und darauf haben wir uns konzentriert, weil es ist schwieriger als normale Gesichtserkennung. Wir haben also irre viele solche Passbilder von irre vielen verschiedenen Pässen und können das mittlerweile so gut, dass wir das ganz gut verkaufen können. Die andere Frage ist eigentlich aber noch, ja, der da reinschaut, ist denn der lebendig? Und darum geht es in der Lebenderkennung. Ich lasse mal so still laufen, es sollte selbsterklärend sein. Es geht um Fake oder Live. Also grün ist natürlich Live und rot ist Fake. Und da sehen Sie mal alle möglichen Arten von Attacken, denen wir tatsächlich begegnen draußen bei den Kunden. Das ist das natürlich am häufigsten. Ne? Man hält irgendein Tablet oder ein Handy da rein von irgendjemandem anders und hofft, dass sich das System noch täuschen lässt. Sehr häufig tatsächlich auf Papier. Also wirklich häufig sehe ich bei einigen Kunden, dass da tatsächlich einfach das Foto vom Nachttisch von der Oma genommen wird, weil man da offensichtlich an ihre Rente ran will. Und das dürfen wir ja nicht erlauben. Also unser Job ist hier festzustellen, ist es überhaupt ein Lebendfoto gewesen oder ist es halt ein Foto oder ein Fake. Und vielleicht haben Sie es schon gesehen da vorne am Demonstrator. Wir sind da relativ selbstbewusst, dass wir das ziemlich gut können mittlerweile.
Und das finden auch viele Kunden. Es gibt sogar Kunden, die von riesigen Gesichtserkennungsherstellern wie NEC die Gesichtserkennung kaufen und von uns die Lebenderkennung mit dazu kaufen, weil wir uns da eine Nische ja, gefunden haben, wo wir uns einfach gut ausbreiten konnten. Ja, Sie finden auch keinen Hersteller auf dieser Welt, der Ihnen so freizügig in Echtzeit zeigt, wie das geht und dass Sie es ausprobieren können. Sie sehen vielleicht ab und zu, dass Sie sollten ja grün sein, wenn Sie da reinschauen, dass Sie vielleicht auch mal kurz rot waren. Das liegt vor allem natürlich an der Maske. Also normalerweise sollte man die abhaben und es liegt daran, dass wir das Ganze zu 99% können und 1% heißt immer noch 1 von 100 Bildern läuft halt mal schief. Der ISO-Weltstandard behauptet, wenn Sie besser als 10% Fehlerrate haben, dann sind Sie schon Weltspitze. Also sind wir dann wohl in der Beziehung. Ganz allgemein zu Deep Learning wollte ich noch ein bisschen was über Good, Bad und Ugly sagen. Man kann solche Sachen fürs Gute verwenden, man kann alte Schwarz-Weiß-Filme wieder zur Lebenspracht bringen mit Farbe. Man kann, Bad ist jetzt hier mit Fragezeichen, ich habe den Film nicht gesehen, es soll The Irishman sein. Also ich bin ein Fan von Robert De Niro und Al Pacino, aber man hat die wohl in dem Film ungefähr 30 Jahre jünger gemacht mit solchen Deep Learning Methoden. Man hat mir nur gesagt, es bringt ja nichts, wenn sich ein 30 Jahre jüngeres Gesicht bewegt wie ein 70-Jähriger. Also das arbeiten die auch noch dran, keine Sorge. Also es wird sicherlich besser. Und deswegen das Bad mit Fragezeichen. Also ich freue mich drauf, wenn James Dean den 4. Film in seiner Karriere gemacht hat. Er hat nämlich nur 3 geschafft, bevor er mit 24 gestorben ist. Und Elvis Presley will wieder auferstehen. Und ABBA hat daneben gegriffen. Ne? Nächste Woche treten die auf, glaube ich, mit ihren Avataren. Die verwenden keine Deep Learning Technologie. Die hätten sich irre viel Geld gespart, wenn sie das mit der Technik gemacht haben. Die haben es noch mit Motion Capture jetzt gemacht. Deswegen jetzt mal unbestritten zu der hässlichen Variante, für die man Deep Learning verwenden kann, das sind Deepfakes. Das Deepfake-Szenario ist zu 98% im pornografischen Bereich, sorry, ist so. Man hat irgendein schlüpfriges Video und man projiziert jetzt das Gesicht einer unschuldigen Mitschülerin auf die Darstellerin da, macht ein Deepfake, erkennt kein Mensch, dass es gefaked ist, postet es auf Facebook und die Dame hat am Schulhof am nächsten Tag ein Problem, klarzumachen, dass das nicht von ihr ist. Das sind ganz scheußliche Sachen, da gibt es irre viele, also wer das googelt, um Himmels Willen, und dagegen muss man was tun und wir tun was dagegen. Also vielleicht ein weniger schlüpfriges Beispiel, das erste Zelensky-Video im März, wo der angeblich behauptet hat, er legt alle Waffen wieder und ergibt sich. Das war ein eindeutiger Deepfake. Also wenn Sie sich das mal anschauen und sich vielleicht bei uns anschauen, wie Deepfakes erzeugt werden, dann sehen Sie das auch auf Anhieb. Es geht aber nicht ums Sehen, sondern die Welt braucht ein Verfahren, wo ein Video reinkommt und dann kommt raus, fake oder nicht. Wir arbeiten daran, wir werden gefördert, wieder. Beförderung ist wichtig hier in Deutschland. Wir arbeiten zusammen mit der Bundesdruckerei und Fraunhofer-Instituten, um ein System herzustellen in diesem Jahr noch, wo Sie, also jeder soll ein Video hochschicken dürfen und wir geben dann unsere Einschätzung, ob das ein Fake war oder nicht. Zu dem Thema haben wir sogar einen eigenen Vortrag, der wäre um 10 Uhr dann wieder und bis dahin danke ich vielmals.